Willkommen zu diesem Video. Welche Anlagen muss ein Rentner mit vermieteter Immobilie ausfüllen? Ja, dieses Video ist aufgrund des Wunsches eines treuen Zuschauers hier entstanden. Er hat mich angeschrieben, der liebe Lars aus dem Harz, und bat um Hilfe. Das Finanzamt hat ihn bzw. seinen Vater aufgefordert, die Steuererklärungen für die Jahre 2016 bis 2019 einzureichen. Leider hat er nur geschrieben, also er möchte die Steuererklärung für den Vater machen und braucht den Mantelbogen, die Anlage R und die Anlage V. Das ist ein bisschen wenig an Informationen, aber um dem Lars zu helfen, habe ich jetzt mal einen Fall konstruiert. Ich habe ihn mal Karl Friedrich genannt. Karl Friedrich ist verwitwet und bewohnt ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung bewohnt er und eine hat er vermietet. Es gibt ja bei Anlage V auch noch andere Mieteinkünfte, außer jetzt eine Wohnung. Ich weiß es nicht, was der Papa von dem Lars vermietet. Ich gehe mal davon aus, eine Wohnung. Und ich vermute, dass er keine Software verwenden möchte, sondern die normalen Vordrucke vom Finanzamt. Also ich selber nutze ja seit Jahren gar keine Vordrucke mehr. Ich mache alles online per Elster und habe jetzt aber mal diesen Fall, diesen Karl Friedrich, konstruiert, um Ihnen jetzt mal zu zeigen, welche Anlagen ausgefüllt werden müssen. Es waren 2016 andere Anlagen als 2019. Also es ändert sich ja immer jedes Jahr ein bisschen, ja. Also wir haben mit 2019 haben wir einige Anlagen dazu bekommen. Da waren vorher teilweise auf dem Hauptbogen, zum Beispiel, wenn man einen Grad der Behinderung hatte, dann wurden die Daten dazu auf dem Mantelbogen Seite 3 eingetragen. Diese haben jetzt ab 2019 eine eigene Anlage bekommen und genauso die haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Das war vorher alles auf Seite 3 im Mantelbogen und hat jetzt jeweils ein eigenes Formular. Und egal ob jetzt 2016, 17, 18 oder 19, auf jeden Fall braucht er die Anlagevorsorgeaufwendungen, um die Versicherungsbeiträge zu erfassen. Ja, von der Rente werden ja Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen und in der Regel hat man ja auch noch private Haftpflicht oder vielleicht auch eine Autohaftpflicht oder eine Unfallversicherung oder eine private Zusatzkrankenversicherung für Brille, Hörgerät, Zahnersatz und was es da so alles gibt. So, ich nehme Sie jetzt mal mit an meinen Computer und versuche Ihnen mal Schritt für Schritt zu zeigen, wie ich den Fall, den Karl Friedrich, für den Papa von dem Lars aus dem Harz rekonstruiert habe. Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen. Wir sehen uns gleich. Wir beginnen mit der Seite 1. Es geht ganz oben los, da kommt ein Kreuzchen hin für Einkommensteuererklärung. Der Karl Friedrich wurde ja aufgefordert, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, also kommt da ein Kästchen hin. Dann wird hier die Steuernummer eingetragen und das Finanzamt. Ich habe jetzt mal mein Finanzamt Brandenburg genommen. Die 048 steht eben für Brandenburg, 046 wäre jetzt zum Beispiel für Potsdam. Sollte vorher ein anderes Finanzamt zuständig gewesen sein, dann kommt hier der Name des bisherigen Finanzamtes ein, aber es wird immer bei dem Finanzamt eingereicht, wo man zum Zeitpunkt der Abgabe seinen Wohnsitz hat. Dann kommt hier die Identifikationsnummer, das ist diese 11-stellige Nummer, die jeder bei der Geburt bekommt und erst 20 Jahre nach dem Tod gelöscht wird. Dann haben wir hier den Namen, also den Nachnamen Friedrich, den Vornamen Karl. Karl ist am 1.3.43 geboren, habe ich jetzt mal so angenommen. Dann haben wir hier die Religion EV für evangelisch, RK für römisch-katholisch, nicht kirchensteuerpflichtig, VD oder wenn eine andere Religion zutrifft, da gibt's extra noch eine Anleitung. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass der Herr Friedrich keiner Religion angehört und mache VD, so wie das eben hier in den Abkürzungen steht. Dann haben wir die Adresse, also hier kommt nur die Straße rein. Die Hausnummer wird da drunter eingetragen und hier wäre jetzt Hausnummer Zusatz, sowas wie A, B, C. Dann habe ich meinen Wohnort ausgewählt und die Postleitzahl und er ist natürlich Rentner. Und ich bin jetzt mal in diesem Beispiel davon ausgegangen, dass er verwitwet ist.
weil dann kann ich Ihnen das zeigen mit 2 Renten. Wäre er jetzt nicht verwitwet, dann kommen natürlich hier unten die Angaben genau wie oben für die Ehefrau ein. Und dann musste man angeben Zusammenveranlagung oder Einzelveranlagung, je nachdem, in der Regel bei Rentnern Zusammenveranlagung. Was immer angegeben werden muss, es steht auch da, Bankverbindung bitte stets angeben. Die müssen Sie jetzt hier eintragen. Ich kann hier keine fiktive Bankverbindung eintragen, deswegen habe ich das jetzt mal offen gelassen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Finanzamt eventuell von Ihrem Konto was abbuchen sollte. Nein, darum geht es gar nicht. Wenn das Finanzamt von Ihnen Geld haben möchte, dann werden Sie angeschrieben oder Sie erteilen ein gesondertes SEPA-Lastschriftmandat. Da brauchen Sie also keine Angst zu haben. Geben Sie hier Ihre IBAN und Ihre BIC ein und dann schauen wir uns die Seite 2 an. Ja, da gibt's eigentlich nicht viel einzutragen, jedenfalls 2019 nicht. Hier oben die Steuernummer, die hatte und den Namen hat er automatisch übernommen. Hier unten ist dann das Datum vom 14.12. und hier müsste denn der Herr Karl Friedrich unterschreiben. Dann geht es weiter mit Sonderausgaben. Sonderausgaben haben wir jetzt in dem Fall, denke ich mal, nicht. Die Anlage müssten wir ausfüllen, wenn Herr Friedrich zum Beispiel gespendet hätte oder Mitgliedsbeiträge an eine Partei gezahlt hätte. Dann wäre die Anlage Sonderausgaben. Die hat nur eine Seite, die Rückseite ist leer. So, ich habe mal eingetragen, dass der Herr Friedrich einen Grad der Behinderung von 50 hat und der Ausweis wurde ausgestellt Juli 2012 und ist unbefristet gültig. Das, was auf dieser Anlage jetzt hier ist für die Jahre 2016, 17 und 18 auf der Seite 3 des Mantelbogens. Das sieht aber genauso aus. Sie müssen hier ausfüllen, ab wann der Bescheid gültig ist, dieser Grundlagenbescheid, wie lange oder unbefristet, also Jahr 1 ist für unbefristet und den Grad der Behinderung. Und sollten Sie jetzt noch andere Aufwendungen haben, wie Krankheitskosten, also Arzneimittel, Heilhilfsmittel, Kurkosten, Brille, Zahnersatz, Arztbehandlungen, was Sie selber übernommen haben, das würde denn hier auch auf dieser Seite Anlage außergewöhnliche Belastungen erfasst werden und ist wie gesagt in den Jahren davor auf Seite 3 im Mantelbogen. Die Anlage außergewöhnliche Belastungen hat nur eine Seite, die Seite 2 ist leer. Dann haben wir die Anlage haushaltsnahe Dienstleistungen. Auch die Angaben auf dieser Seite waren bis 2019 auf der Seite 3 des Mantelbogens. Hier haben wir jetzt den Namen, die Steuernummer und der Herr Friedrich hatte haushaltsnahe Dienstleistungen, nämlich einen Fensterputzer in Anspruch genommen und er hatte diverse Aufwendungen für Handwerkerleistungen, nämlich 78 € für den Schornsteinfeger und 120 € für die Heizungswartung. Das sind dann zusammen diese 198 €, was reine Lohnkosten sind. Die Seite 2 ist hier auch leer. Die Seite Sonstiges, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen dann mal weiter die Seite Vorsorgeaufwendungen. Und hier kommt wieder der Name rein, die Steuernummer. Und hier unten Beiträge zu Krankenversicherungen. Das sind jetzt die Beiträge zur Krankenversicherung aus der Alters- und der Witwenrente. Und hier sind die Beiträge von der Alters- und Witwenrente zur Pflegepflichtversicherung. Auf Seite 2 würde denn erscheinen, ich habe jetzt hier einfach mal nur 80 € private Haftpflicht angenommen. Wenn Sie jetzt eine Autohaftpflicht haben oder andere Arten von Haftpflicht für Hund, Pferd und so weiter, das können Sie dann alles hier in einer Summe erfassen oder eine Unfallversicherung oder eben Versicherungen, die nur das Todesfallrisiko absichern, wie Risikolebensversicherung oder Sterbegeldversicherung. Anlage AV wäre jetzt Altersvorsorge für die Riester-Rente. Das haben wir in dem Fall nicht. Die Anlage N, da kommen die Werbungskosten und die Einnahmen für Arbeitnehmer rein. Das haben wir in dem Fall auch nicht. Aber wir haben die Anlage R für Rentner. Und da haben wir jetzt hier oben den Namen, Familienname, Vorname, die Steuernummer. Und diese Anlage betrifft die steuerpflichtige Person.
also Person 1, dann haben wir hier den Rentenbetrag. Ich habe jetzt einfach mal was angenommen. Der Herr Friedrich bekommt eine Jahresbruttorente in 2019 in Höhe von 19.148 und der Rentenanpassungsbetrag beträgt 4.941 und die Rente begann am 1. März 2008. Also er hat jetzt in den 11 Jahren eine Anpassung insgesamt von knapp 5.000 Euro bekommen. Wir hatten ja gesagt, er ist verwitwet seit 2015 und er bekam 2019 Witwenrente und hat von 2015 bis 2020 diesen Rentenanpassungsbetrag erhalten. Das war auch im Prinzip schon die Anlage R. Also Sie tragen ein die Bruttojahresrente, den Anpassungsbetrag und den Beginn der Rente. Und diesen Jahresbruttobetrag und den Rentenanpassungsbetrag plus Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erhalten Sie auf der Rentenbezugsmitteilung, die Sie online anfordern können. Die Seite 2 von der Anlage R wäre jetzt, wenn Sie noch Leistungen aus anderen Altersvorsorgebeiträgen, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge haben. Anlage SU, sonstige Einkünfte haben wir jetzt auch nicht, aber wir haben noch die Anlage V. Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass, fangen wir mal oben an. Hier kommt wieder der Name, der Vorname, die Steuernummer und wir haben nur eine vermietete Wohnung, also eine laufende Nummer 1 zur Anlage V. Dann kommt hier die Adresse rein. Ich gehe mal davon aus, dass der Herr Friedrich ein kleines Zweifamilienhäuschen hat. Eine Wohnung bewohnt er selber und die andere hat er vermietet. Also übernehmen wir die Adresse aus dem Mantelbogen. Und hier muss dieses Einheitswert-Aktenzeichen eingetragen werden. Das bekommen Sie in der Regel auch vom Finanzamt. Dann haben wir hier als Ferienwohnung genutzt, ja, nein. Da kommt natürlich Nein rein. Das ist ja eine richtige Wohnung. Kurzfristig vermietet ist es auch nicht. Da kommt auch eine 2 rein. An Angehörige zu Wohnzwecken vermietet. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es an Fremde vermietet ist. Da kommt eine 2 rein. Wäre es jetzt an Angehörige vermietet, dann kommt eine 1 rein. Wir haben eine Gesamtwohnfläche von 140 Quadratmeter. Davon bewohnt der Herr Friedrich 80 Quadratmeter selbst und 60 hat er vermietet. Jo, stehen die 60. Ich habe jetzt mal zugrunde gelegt 500 Euro Monatsmiete und 100 Euro monatliche Umlagen. Dann haben wir hier, also die vermietete Wohnung ist im Obergeschoss. Im Erdgeschoss wohnt der Herr Friedrich selber. 12 mal 500 Euro. Mieteinnahmen sind 6.000. Und der Mieter muss Umlagen, also Vorauszahlungen 100 Euro im Monat bezahlen, sind 1.200. Das macht dann zusammen Summe der Einnahmen, also Miete plus Umlagen 7.200. Davon werden dann die Werbungskosten abgezogen, die gucken wir uns gleich auf der Rückseite an. Und damit hat der Herr Friedrich einen Überschuss von 3.375 Euro, den er versteuern muss. So, das war auf der Seite 1 und auf der Seite 2 oben Steuernummer, Name und eine Anlage. Dann haben wir hier, ich zeige gleich nochmal die Aufstellung, verhältnismäßig zugeordnet bedeutet, also Herr Friedrich hatte für das gesamte Haus einen Aufwand von 4.400 Euro. Im Jahr 2019 er bewohnt 80 Quadratmeter, das sind 57,14%. Die auf ihn selber fallen, also 57,14% von den 4.400 Euro muss er sich selber anrechnen und die Differenz, die 42,86%, die werden auf die vermietete Wohnung zugeordnet und das macht dann 1.887 Euro, die er abziehen kann. Was sich hier hinter siehe Anlage verbirgt, das zeige ich nochmal gesondert und die sonstigen Werbungskosten. Sollten jetzt hier noch, ich muss mal gucken, wo das hier ist, Kredite laufen, dann werden die Schuldzinsen, die werden ja auch noch erfasst. Die habe ich jetzt, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass keine Schuldzinsen sind, dass das Haus, die Immobilie bezahlt ist. Und wir haben jetzt eben diese 3.825 Euro Werbungskosten, die dann hier von den Einnahmen abgezogen werden. So, jetzt muss ich mal kurz das Fenster schließen
und zeige Ihnen mal noch die Anlagevermietung. Also wir haben jetzt hier oben den Namen, die Anschrift und die Steuernummer. Einkünfte aus Vermietung. Hier haben wir zu Wohnzwecken vermietet die 60 Quadratmeter. Das sind diese 42,86%. Das heißt, der Herr Friedrich kann 42,86% von den Einnahmen, die das gesamte Haus betreffen, steuerlich geltend machen. Also 140 Quadratmeter sind 100% und 60 Quadratmeter sind eben 42,86%, die er vermietet hat. Und alle Aufwendungen für das gesamte Gebäude darf er in Höhe von 42,86% steuerlich geltend machen. Hier haben wir nochmal die Mieteinnahmen und die Umlagen. Das sind diese 7.200 Euro, die auf Seite 1 der Anlage V kommen. Und dann haben wir hier Erhaltungsaufwand. Also ich habe jetzt mal angenommen, dass der Herr Friedrich im Jahr 2019 eine Hauseingangstür für 3.200 Euro gekauft hat und er hat vor dem Haus eine Hecke gepflanzt. Das macht zusammen 4.400 Euro und 42,86% davon darf er steuerlich geltend machen. Die entfallen auf seinen Mieter, weil der Mieter nutzt den Garten und der nutzt natürlich auch die Hauseingangstür. Dann kommen wir, das ist vielleicht wahrscheinlich für viele interessant, zu den ganzen Nebenkosten. Die müssen auflisten die Grundsteuer, die Müllabfuhr, Straßenreinigung, Wasserversorgung, Hausbeleuchtung, Heizung, Schornsteinfeger, Hausversicherung, also Gebäudeversicherung oder ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch eine Vermieterhaftpflicht, die würde dann zu 100% hier reinzählen. Und dann immer diese 42,86% von den Gesamtkosten, die können Sie steuerlich geltend machen. Das sind in dem Fall hier 1.818 Euro. Ja, wenn Sie jetzt irgendwelche Ausgaben haben, die der vermieteten Wohnung direkt zuzuordnen sind, weil Sie, weiß ich nicht, Lichtschalter oder Türklinken oder irgendwas erneuern mussten, dann werden die natürlich zu 100% von den Mieteinnahmen abgezogen. Ja, das war im Prinzip die Aufstellung hier nochmal. Ich zeige es also nochmal ganz kurz. Sie haben hier die Flächen, die Gesamtfläche, die prozentualen Anteile, die Mieteinnahmen, die Umlagen, das sind dann die Gesamteinnahmen. Und davon werden dann hier Erhaltungsaufwand direkt oder anteilmäßig zuzuordnen abgezogen und von den ganzen Nebenkosten eben prozentual. So, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Wir sehen uns dann nochmal ganz gleich zum Schluss. So, jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag. Ich habe ja 2 Sachen, die ich noch mit Ihnen besprechen möchte. Und zwar, ganz wichtig ist die AFA, die Absetzung für Abnutzung für das Gebäude. Die wird hier auf der Seite 2, Anlage V, in Zeile 33 eingetragen. Ich habe jetzt mal angenommen, der Friedrich hat am 01.01.2000 das Haus fertiggestellt und auch erworben. Also er hat es selber gebaut und ist zum 01.01.2000 eingezogen und hatte insgesamt Baukosten, also Herstellungskosten für das Gebäude von 100.000 Euro. Dann bedeutet es, lineare Abschreibung, 2% von den 100.000 Euro sind 2.000 Euro pro Jahr, die über 50 Jahre abgeschrieben werden können. Und dann habe ich nochmal hier für Sie zur Verdeutlichung Schuldzinsen. Er hatte jetzt in 2019 noch einen Rest an Schuldzinsen von 800 Euro. Die werden auch hier eingetragen. Das ist nämlich ganz wichtig. Und bei den alten Gebäuden, die, ja, weiß ich nicht, Anfang 1920, 30, 40 gebaut wurden, ist es sehr, sehr schwierig, die Herstellungskosten für das Gebäude nachzuweisen, weil im Kaufvertrag in der Regel nur eine Summe drin stand für das Gebäude und inklusive Haus. Wenn man jetzt die Herstellungskosten nicht nachweisen kann, dann kann man hier bei Absetzung für Abnutzung, also bei der AFA für das Gebäude, leider nichts eintragen. Ich habe so einen Fall auch bei mir in der Praxis. Das Haus, das ist Baujahr 1939 und der Eigentümer, der hatte das aus 4. Hand sozusagen und der konnte das überhaupt nicht mehr nachweisen. Dann hatten wir dazwischendurch auch noch Währungsreform. Also das ist schwierig. Besser ist, wenn Sie jetzt frisch gebaut haben und können im Einzelnen die Herstellungskosten für das Gebäude belegen. Zu den Abschreibungsbeträgen gehört nicht der Preis für das Grundstück. Das kann man nicht abschreiben, nur die Herstellungskosten für das Gebäude. So, also hier nochmal Zeile 33. 2%
von den Herstellungskosten oder Anschaffungskosten. Also wenn Sie das Gebäude hergestellt haben, haben Sie ja die Herstellungskosten. Und wenn Sie es gekauft haben, dann sollte im Kaufvertrag der Preis gesondert für das Gebäude ausgewiesen werden. Und in dem Fall können Sie dann 2% über 50 Jahre jährlich hier abschreiben. Und in dem Fall hier eben anteilig für den Mieter diese 42,86%. Jetzt schauen wir nochmal auf Seite 1. Da haben wir jetzt natürlich Summe Werbungskosten 6.168 und der Gewinn aus Vermietung und Verpachtung beträgt nur noch 1.032 Euro, den der Herr Friedrich versteuern muss. Und jetzt muss ich nochmal Ihnen ganz kurz die Anlage hier zur Vermietung zeigen. Und da haben wir jetzt, das hatten wir ja vorhin hier schon alles besprochen, die Flächenanteile, die Mieteinnahmen, die Umlagen. Und hier haben wir jetzt Abschreibung auf den zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeteil, normale Gebäudeabschreibung, also 2% von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Und hier hatte ich jetzt nochmal die Schuldzinsen drin. Also mit der Abschreibung, wie gesagt, das kann bei einigen problematisch werden, aber wenn dann noch Kredite laufen, dann können die Schuldzinsen, die können natürlich vom 1.1. bis 31.12. werden die in der Regel von der Bank bescheinigt und die können hier dann natürlich auch noch untergebracht werden. Ja, das doch kurz als Nachtrag. So, ich hoffe, dass dieses Beispiel dem einen oder anderen weitergeholfen hat und vor allem dem Ding auch meinem treuen Zuschauer Lars. Wenn es nicht an dem ist, dann schreiben Sie es unten in die Kommentare, lassen Sie mich wissen, was Sie nicht verstanden haben oder was Sie mal gezeigt haben möchten, dann mache ich dazu ein Video. Ansonsten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben, also liken und den Kanal abonnieren. Ja, und beteiligen Sie sich rege in den Kommentaren. Ich habe Sie ja schon öfter mal aufgefordert, teilen Sie mir mit, zu welchem Thema Sie Videos sehen möchten, dann mache ich das natürlich für Sie. Für heute alles Gute, Jutta Martin.